Oh, ich bin so unbegabt im Unboxing. Okay. Minasan, konnichiwa. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Rina, ich bin Psychologin und Japan-Fan. In meinen Videos vereine ich wichtige Themen zur mentalen Gesundheit und japanischer Lebensweisheit. Meine Leidenschaft für Japan und die Kultur und die Lebensphilosophie haben mir in den letzten 2 Jahren sehr geholfen, in Balance zu bleiben und optimistisch nach vorne zu schauen. Deshalb will ich euch heute einladen, mehr über Japan zu erfahren und wer weiß, vielleicht hilft es euch, ein bisschen mehr Ausgeglichenheit im Alltag zu finden. Vor allem in schwierigen Zeiten. In diesem Video geht es um das wohl bekannteste Symbol in Japan, die Kirschblüte. Und damit ich euch nicht einfach nur voll labere, habe ich mir gedacht, wir packen zusammen ein Paket aus, das ich von meiner Freundin aus Tokio bekommen habe. Ihr kennt sie wahrscheinlich noch aus dem letzten Video. Am Ende des Videos gibt es übrigens ein kleines Japanisch-Quiz für euch, damit ihr auch gut aufpasst. Ich bin so clever. Wenn ihr mehr über japanische Kultur lernen möchtet und gleichzeitig euer Wohlbefinden und eure mentale Gesundheit stärken wollt, dann klickt Abonnieren und ihr habt den ersten Schritt schon getan. Lasset das Unboxing beginnen. Es glitzert! Ich selbst hatte ja das Glück, in Tokio zu sein, 2017, für die Kirschblüte. Es war wirklich eine magische Zeit. Also man sieht überall Kirschblüten, nicht nur an den Bäumen, sondern auch im Fernsehen, auf großen Anzeigetafeln. Natürlich gibt es auch lustige Getränke, Lebensmittel und so weiter. Kirschblüten überall. Okay, aber vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum ist die Kirschblüte eigentlich so extrem beliebt in Japan? Ich habe 3 Antworten auf diese Frage. Erstens, die Kirschblüte hat eine lange Geschichte in Japan und war sowohl bei den Adeligen als auch bei den Bauern sehr beliebt. Sogar die Samurai liebten die Kirschblüte. Wie cool ist das bitte? Zweitens, die Kirschblüte ist eine tolle Gelegenheit, um den Frühling willkommen zu heißen und die kalten, dunklen Wintertage zu vergessen. Und drittens, letztendlich symbolisiert die Kirschblüte Leben und Tod. Und somit ist die Kirschblüte ein Mittelpunkt der japanischen Wabi-Sabi-Philosophie. Okay, wir tauchen gleich noch ein bisschen tiefer in die Geschichte der japanischen Kirschblüte ein, aber zuerst tauche ich hier ein und schaue, was ich so finde. Das sieht nach neuem Büromaterial aus. Hirafuto Panchi Sakura. Mein Katakana ist noch nicht ganz so gut. Ein Stanzdings. So würde ich es jetzt mal übersetzen. Keine Ahnung, wie heißt das? Stanza. Masking Tape. Masking Tape. Das kann man benutzen. Für was eigentlich? Ich pack's mal aus. Ich glaube für Briefe und Scrapbooking. Ups. So sieht es aus. Dann haben wir hier noch Messagicado. Messenger Card. Notizblöcke. Das will ich unbedingt ausprobieren. Oh, Schwächling. Ja, cool. Nice. Okay. Kirschblüte auf Japanisch heißt Sakura und die Sakura Season hat normalerweise ihren Höhepunkt im April. Es gibt sogar eine Blütenvorhersage, ähnlich wie ein Wetterbericht, wo man sehen kann, wann genau wo die Kirschblüte blüht. Normalerweise beginnt sie im Süden Japans in Kyushu und wandert dann nach oben bis in den nördlichen Teil Hokkaido. Und man kann der Kirschblüte quasi
nachreisen. Life Goal. In Japan schaut man sich die Blüten nicht einfach nur so im Vorbeigehen an und denkt sich, nett. Okay. Nein, in Japan feiert man die Kirschblüte ausgiebig. In der japanischen Sprache gibt es sogar ein spezielles Wort, das das Anschauen der Blüten beschreibt. Hanami. Das besteht aus 2 Kanji, also 2 Schriftzeichen. Wir haben einmal Hana, das bedeutet Blume, und Mi, das kommt von dem Verb Miru, bedeutet anschauen. Hanami ist also das aktive Anschauen der Kirschblüten. Hanami ist ein fester Bestandteil der japanischen Kultur, obwohl die Idee eigentlich ursprünglich aus China kam, in der Nara-Zeit, so ungefähr um das 8. Jahrhundert. Damals war das Beobachten der Blüten ein willkommener Zeitvertreib für den kaiserlichen Hof. Und die Adeligen legten schon immer einen großen Wert darauf, einen schönen Garten zu besitzen. In der japanischen Glaubensform, dem Shintoismus und dem Buddhismus, wird bis heute betont, wie wichtig es für uns Menschen ist, im Einklang mit der Natur zu leben und die Natur auch wirklich wertzuschätzen. Fun Fact: Hanami war gar nicht ursprünglich für die Kirschblüte bestimmt, sondern für die Pflaumenblüte. Denn in China, da wo die Kultur ja herkommt, waren Pflaumenbäume eher populär. Als dann aber später in der Heian-Zeit Japan sich abschottete und keinen Handel mehr mit China betrieb, konnte sich die einzigartige Kultur Japans so richtig entfalten. Das heißt, Hanami galt dann nicht mehr den Pflaumenbäumen, sondern den Kirschbäumen, da diese Baumart bekannter auf den japanischen Inseln war. Also, fancy Adelige schauten sich gerne die Blüten in ihrem Garten an. Aber auch die Bauern nahmen an Hanami teil, denn für die Bauern war eine volle Blüte der Kirschbäume der Startschuss für den Anbau der Reisfelder. Sie feierten also Hanami eher als Ritual und beteten dabei für eine erfolgreiche Ernte. Sogar die Samurai liebten die Kirschblüte, als sie während der Kamakura-Zeit Japan regierten. Es wird sogar vermutet, dass ein berühmter Samurai aus Tokio die erste Hanami-Party feierte, so wie sie heute auch noch in ganz Japan zelebriert wird. Mich beeindruckt es sehr, wie die Menschen in Japan mit der Kirschblüte und mit der Natur im Allgemeinen verbunden sind. Hanami wurde schon seit vielen, vielen Jahren von allen sozialen Schichten gefeiert. Und ich finde, von dieser Wertschätzung der Natur könnten wir uns eine Scheibe abschneiden. Heute genießt natürlich ganz Japan die Hanami-Saison. Und wie Hanami-Partys heute gefeiert werden, erzähle ich euch gleich. Zuerst will ich hier nochmal reinschauen. Yes! Stickers! Wir haben Fureku Sticker, Flake Stickers. Das ist so ein bisschen mehr wie Konfetti. Yay! Also, wie schon gesagt, Hanami ist ein Fest, ein regelrechtes Happening, das ganz Japan in seinen Bann zieht. Und es gibt Hanami-Partys. Wie sehen diese Hanami-Partys eigentlich aus? Es gibt keinen offiziellen Hanami-Party-Guide, wie die Kirschblüte heute gefeiert wird. Aber ich kann euch von meinen eigenen Erfahrungen in Tokio erzählen. Überall waren Leute, die ihre Decken und Kissen und ihre Picknickkörbe unter den Kirschbäumen ausbreiteten und sich einfach an der Blüte erfreuten. Es war die perfekte Gelegenheit für ein Familientreffen, für ein Trinkgelage mit Freundinnen und Freunden oder für ein romantisches Rendezvous, was ich alles nicht erlebt hatte, als ich damals in Tokio war. Zurück zur Party. Ihr sitzt also unter dem Kirschblütenbaum, die Blüten rieseln wie Schnee auf euch herab und ihr habt eure Sakura Bento Box dabei. Bento bezeichnet normalerweise eine Box, entweder in einem Supermarkt gekauft oder zu Hause zubereitet mit verschiedenen kleinen Gerichten, und es gibt diese typischen Sakura Bento Boxen. Bento bedeutet ursprünglich praktisch. Ergibt Sinn. Ich finde, Hanami klingt nach einem wirklich schönen Happening und vielleicht inspiriert euch das ja auch ein bisschen, die Natur und den Frühling zu feiern und dankbar zu sein für die wirklich kleinen Dinge, wie zum Beispiel einen Kirschblütenbaum.
Weiter geht's mit der nächsten Überraschung aus Tokio. Yes! Black Tea with Cherry Blossom and Leaf. Süß, so sehen die aus. Oh, gut. Wir machen den Test. Oh. Ein kleiner Totoro. Deckel drauf und 1 bis 2 Minuten ziehen lassen. Heiß. Oishi. Lecker. Die dritte Antwort auf die Frage, warum die Kirschblüte so beliebt ist in Japan. Der japanische Kirschbaum ist der Mittelpunkt einer ganz besonderen Philosophie. Vielleicht habt ihr schon mal von Wabi-Sabi gehört. Es ist ein Ausdruck, der sich nicht so leicht übersetzen lässt, aber ich möchte mal versuchen, das Prinzip zu erklären. Wabi kann man interpretieren als Einsamkeit. Aber das ist keine traurige Einsamkeit, sondern eher ein Gefühl der Einfachheit, wenn man alleine in der Natur ist. Zum Beispiel, wenn man durch eine Allee von blühenden Kirschbäumen wandert. Dann ist es gar nicht mehr so traurig. Und Sabi bedeutet verwelkt oder verblüht im Sinne von Vergänglichkeit. Zusammen könnt ihr euch Wabi-Sabi also als eine Philosophie vorstellen, bei der ihr die simple Schönheit in den wirklich kleinen Dingen des Alltags erkennt und sie wertschätzt. Ich finde, dass diese Philosophie ein interessanter und achtsamer Kontrast zu unserer Welt ist, die ja doch eher schnelllebig, hektisch und zielorientiert ist. Die Kirschblüte passt perfekt zu Wabi-Sabi, denn obwohl der Kirschbaum an sich ein sehr langes Leben haben kann, hat die Blüte eine sehr kurze Lebensdauer. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr sie vielleicht für ein paar Tage an dem Baum bewundern, bevor sie dann von dem Wind oder von dem Regen weggetragen wird. Diese Zerbrechlichkeit und diese Vergänglichkeit der wunderschönen Blüten soll uns an unser eigenes Leben erinnern und soll uns begreiflich machen, dass wir die schönen Momente des Lebens genießen sollten, egal wie klein sie sind. Der Kreislauf von Leben und Tod in Japan, der auch wieder im Shintoismus und im Buddhismus wurzelt, erklärt es so: Alles auf dieser Welt, egal wie klein, und das ganze Leben insgesamt ist schön, weil es ein Ende hat. Gänsehaut. Zeit für Snacks. Das sieht aus wie Cracker, so Reis, Cracker, keine Ahnung. Wir finden es heraus. Ja, Rice Cracker. Passt super zum Tee. Und zum Nachtisch noch was Süßes. Oh, süß. Zuckerschock. Yeah. Das sind unsere Kirschblütenschätze für den Frühling. Was fandet ihr am coolsten? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich glaube, ich finde den Tee echt am besten. Na, das ist auch ziemlich cool. Am besten gefällt mir alles. Und wie versprochen, es ist Zeit für unser kleines Japanisch-Quiz. Während des Videos habe ich ein paar wichtige japanische Wörter benutzt und ich bin gespannt, ob ihr euch noch erinnert. Die Antworten gibt es ganz am Ende des Videos. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues über Japan gelernt und ihr könnt die Kirschblüte in Deutschland jetzt noch mehr genießen. Nicht vergessen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn ihr mich unterstützen möchtet, mehr Videos zum Thema mentale Gesundheit und japanische Lebensweisheit zu produzieren. Und wenn ihr mehr über Japan oder über Wabi-Sabi lernen möchtet und gleichzeitig euer Wohlbefinden und eure mentale Gesundheit stärken möchtet, dann kommt zu meinem Coaching-Programm. Den Link zur Anmeldung findet ihr unter dem Video. Ich wünsche euch eine wundervolle und achtsame Sakura-Saison und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jane!
Hier sind die Antworten zum Japanisch-Quiz. Und ich möchte noch einmal das Wichtigste aus dem Video zusammenfassen. Bitte achtet darauf, im Einklang mit der Natur zu leben und sie wirklich zu schätzen, denn die Natur ist etwas, das jeden Tag da ist. Übt Dankbarkeit für die kleinen Dinge, die nicht perfekten Dinge und die täglichen Routinen, die euer Leben ausmachen. Denn das Leben ist kurz und wenn wir unsere Augen verschließen vor der simplen Schönheit einer einzelnen Kirschblüte, können wir die Schönheit des gesamten Lebens verpassen.